Dann laufe ich mal eben los. Herzlich willkommen zur 8. Folge des Kreativdepot Podcast. Nehmt euch einen Kaffee oder Tee und lehnt euch gemütlich zurück, denn die heutige Folge wird lang. Piet bastelt heute im Alleingang seine erste Karte und Jessica steht ihm wie gewohnt mit Tipps und Tricks zur Seite. Wie Piet sich schlägt und ob am Ende eine schöne Karte dabei herumkommt, erfahrt ihr in den folgenden Minuten. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben. Schönen guten Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Da sind wir wieder. Ja, und heute basteln wir. Einfach nur stumpffrei nach Schnauze. Finde ich gut. Ich habe sogar ein Extra eingebaut, ein Handicap. Und das bin ich selber. Achso, mit deinem Finger meinst du? Ja, ich habe einen kaputten rechten kleinen Finger. Long story short, ich bin mit dem Fahrrad hingefallen. Aber sollte dich nicht im Großen, glaube ich, ich hoffe, es hindert dich nicht. Nein, also das ist nur, der hat jetzt halt so eine Schiene, so eine Plastikkappe drauf, aber ansonsten ist die Hand frei beweglich. Also es sollte gehen. Läuft. Ja. Also, wir haben uns die einfachste Variante ausgesucht von Kartenbasteln. Und zwar haben wir uns Kartenaufleger rausgesucht mit dem Mäusepapier. Ja. Ich finde das ganz süß. Total schön. Also gerade zu Geburtstagen oder auch, weiß nicht, einfach halt jemandem eine Kleinigkeit irgendwie schenken. Sind die, also kann man eigentlich immer gebrauchen. So als kleine Aufmerksamkeit. Ja, also kannst du immer irgendwo verwenden. Ja. Ja. Ja, schön. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel schon, sehe ich gerade so einen Bogen, Designlinie Mäuseaufleger. Genau. Der ist eigentlich ganz süß. Das sind so ja, süße Motive mit Mäuschen. Eine, der hält hier zum Beispiel, das finde ich, würde ich sogar auch favorisieren, der hält so einen Blumenpott, sag ich mal, hoch. Ein kleiner Piepmatz noch vor sich. Ja, oder da oben in der Mitte hast du den Cupcake. Ja, Oder hier unten rechts mit der Torte. genau. Ja. Wollen wir Schön. anfangen? Wir fangen mal an. Also als allererstes nimmst du dein Schneidebrett und dein Blatt Papier. Ja. Und auf dem Designbogen siehst du hier Linien. Und die schneiden wir einmal nach. Okay. Ja? Also wir haben jetzt hier ein Schneidbrett vor uns. Die Marke ist sogar ein Hersteller von Gartengeräten. Ja. Oh, warte, ich muss den hier durch. Und nein, nicht Gardena. So. Wie mache ich das am besten? Jetzt einmal hier so Genau. durchschieben? Oder, achso, ich kann es auch aufklappen. Du kannst es ausklappen, dein Schneidebrett. Und ich würde dir auch empfehlen, das einmal hochkant zu legen und Ja. nicht waagerecht. Also dein ganz schneides Blatt. Dein das Schneidematt. Hm? Okay. Habe ich Schneidematte gesagt, ne? Schneidebrett, ja. Wenn möglich, bitte wenden. Okay. Ja, jetzt tust du dein dein Schneideklinge Klinge, ja. einmal in die vorgegebene. Nee, muss unten. Ach, Unten ist eine unten. ganz kleine Kerbe, die ist ein bisschen breiter. Ich bin Du drin. bist Ja. auf jeden Fall da. Ich hab's. So, und jetzt schiebst du bitte das Blatt. Du hast in diesem Lineal ist da quasi ja drauf. Siehst du einen kleinen schwarzen Strich. Also es ist so ein Ja. Draht, der damit ist. Das ist Ah. da, wo du schneidest. Das ist unsere, ja, okay, das ist unsere Schnittkante. Genau. Da, soweit du schiebst, siehst du ungefähr, da schneidest du. So. Genau, oben gerade anlegen. Ja. Jetzt kannst du deine Hand auf dieses Lineal drauflegen. Du hast ja eine Handkerbe. Ah ja, hier ist eine Auflage. Genau, da hältst du das Papier schön fest, weil es kann sein, dass es beim Schneiden wegrutscht. Oh, okay. Und deswegen ansetzen, Hand da drauf und dann nimmst du deine kleine Schneideklinge Und und schiebst die einmal schiebst hoch. einmal nach oben. Genau, und Das ich hab schieb ich. sie gleich wieder runter, Ja. weil oben ich an der Kante ja das Blatt Achso, habe. ja. Okay. Dann nehme ich das immer weg und ziehe das Blatt weiter durch und nehme die nächste Linie, wo ich schneiden kann. Genau, du schneidest anders, aber, genau, du machst es genau richtig. Alles gut. Ding. Ja, man hat den Draht gehört. Und da jetzt hier unter ist jetzt noch euer Lagerbarcode, das schneide ich auch mit weg, nehme ich an, ne? Aber das stanzen wir gleich aus. Ach, das stanzt mir eh aus. Genau, Okay. das stanzen wir aus. Ich habe einmal von Crealize die Bötenrand gestitcht Stanzen, also Basisstanzen im Rechteck mitgenommen. Ja.
Und dann nehmen wir uns jetzt, ich muss mal gucken, welche Größe wir nehmen fürs Ausstanzen. Ach, das Doch, ist die denn ist so gut. Die ist gut. wie so ein Asbach-Uralt-Retro-Foto, dieser Rand, so ein Ja. bisschen, ne? So dieses, ich sag jetzt mal, kricklige. So, ich gebe dir mal, warte, welche Größe das sind? Von außen die 4. gebe ich dir jetzt mal. Ja, Und da hast du mit der Stanzmaschine arbeiten. okay. Wollen wir mal gucken, ob du aufgepasst hast, Dave. Ich gucke jetzt auch mal, ob ich aufgepasst habe. Ich klecker hier schon mit unserem Wasser. So. Genau, Blatt drauflegen, genau. Also ich habe jetzt hier den ganzen Block rausgeholt. Das sind ja diese eine dicke Scheibe und 2 dünne Scheiben. Eine dünne Scheibe bleibt auf der dicken Scheibe, dann das Papier, dann die Stanze. Jetzt muss ich mal gucken, wie rum die schneide. So rum. Genau, immer das glatte nach oben. Du könntest das jetzt hier mit dem Masking Tape, könntest du das ein bisschen justieren, dass das deine Stanze nicht abhaut. Ah. Und dann kommt das Sandwich Wieder durch. wieder durch. Nee, da fehlt ja eine Platte. Da unten, guck mal, die liegt da. Oh. Da hat er eine Platte vergessen. Da ist noch eine ganz dünne, ganz unten. Ja, hab die ich- musst du mitnehmen. Die muss ich auch noch mitnehmen. Die musst du auch mitnehmen. Ja. Aber das Gute ist, man merkt sofort, ob es funktioniert hat oder nicht. Das stimmt. Ja, jetzt Ja, merkst du. merkt man es. Jo. So. Gut, du holst raus, dann mache ich einmal nach. Überreiche dir das Sandwich. Dankeschön. Ja, da musst du jetzt aufpassen beim Lösen von dem Masking Tape. Nicht, dass das dir das Papier mit wegreißt. Das ist schon hartnäckig gerade. Ja, muss ja auch halten, ne? Ein bisschen. So. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick. Please hold the line. Bitte halten Sie den Löwen. Genau, so. Das ist Bitteschön. meins, Dankeschön. Und wieder zurück. Okay. So, jetzt hat Jess auch gestanzt. Ja. Das ist schon mal so unser Grundgerüst. Also unser Auflegergrundgerüst. Ja, Das packen wir sicher zur Seite. okay. Dann nehmen wir uns einen weißen Bogenpapier. Ja, Weil das müssen wir erstmal die Karte auch nochmal eben machen. Ne? Habe ich ja ein bisschen vergessen. Hier, ne? Also, gut. Müssen wir irgendwo raufkleben müssen wir ja. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Also, die Grundmasse einer Karte, einer normalen Karte, ist, oh, lass mich lügen. Ich nehme immer 10,5 ja. mal 14,8. Das ist das Grundgerüst. Dann musst du aber ja, du knickst es ja einmal in der Mitte, also nimmst du nicht 10,5, sondern 21 mal. Schneiden wir erstmal 21 ab. Okay. So, aufklappen, dein Klemmbrett da, dein Schneidebrett. Ach da, Jo, an der Seite kann man es rausziehen. da ist ein Lineal dran. Jo, Muss ich da noch einmal... genau, einmal klappen. So, So, das haben wir. schneiden wir 21 ab. Und 14,8. Achso, okay. Das sind deine 21, dann drehst du jetzt dein Blatt. Ja. Einmal waagerecht. Und dann machst du einmal 14,8. Okay. Und Karten kannst du dir eigentlich halt immer so schneiden, wie du sie halt brauchst. Also Ja. du könntest jetzt auch ein größeres nehmen, ein kleineres, also je nachdem, was dein Motiv macht, wo du Bock zu hast. Also da Grenzen gibt es da gar keine. Okay. So, das haben wir. Jetzt müssen wir einmal knicken. Das kannst du ja wohl knicken. Ich gebe dir mal ein Falzbein. Ah, das ist das Falzbein. Das hast du ja mal in Folge 2 schon mal ganz kurz angeschnitten. Ja, irgendwann habe ich das erwähnt. Als ich die Tüte gebastelt habe. Ja. Und dann setzt du oben deine Kanten, also knickst es einmal, Ja. aber nur so, dass du hinten einen Bogen hast. Setzt vorne die Kanten an, die Ecke auf Ecke Ja, habe ich. und dann ziehst du einmal schön mit dem Falzbein hinten so, den Bogen gerade.
Okay. Ja, Ja, du, alles gut, alles gut. okay. So, das ist jetzt ein Grundgerüst. Ich bin jetzt der Typ, ich lege da noch einen Aufleger drauf, einen weißen. Okay. Ich finde, das sieht anders aus. Muss ich dir, also Ja. ich zeige dir das auch gleich. Wirkt dann hochwertiger so ein bisschen auch, oder? Ich irgendwie schon, aber stabiler? irgendwie auch, ich weiß es nicht, ich kann es dir gar nicht genau beschreiben. Wir haben jetzt ja noch ein bisschen Blatt über. Ja. Da schneiden wir nochmal ein Rechteck davon. Und zwar mit der Maße 14,5 Ja. mal 10,2. Okay, 14,5 mal 10,2. So, angesetzt ins Schneidebrett und zack. Ja. Dann C. drehen wir das ganze schöne Blatt und schneiden einmal 10,2. 10,2. 10,2. Gut, das habe ich auch. Hast du auch. So. Wenn du jetzt quasi halt dein weißer Aufleger, den wir jetzt geschnitten haben, auf die Karte machst, Ja. müsste das eigentlich genau passen, dass du eine schöne Kante Umrandung hast. Ja. Ja? So. Wir machen ja heute diese Kartenaufleger, das heißt, mein Plan ist quasi halt, dass wir jetzt darum das Tüdelband, das Nylongarn nachher einmal rumwickeln. Ah, ja, okay. Ja? Was man noch machen kann, man kann jetzt auf diesen Auflegeblatt, kann man jetzt mit Colirus oder mit Wasserfarben Spritzer drauf machen. Für den Hintergrund. Können wir mal versuchen, wenn du Bock hast. Ja, sehr gerne. Ja? Auf jeden Fall. Schön. Unter Blatt brauchen wir. Ich gebe dir jetzt mal eben eins, ne? Ja, das wäre nett. Oh, warte. So. Dankeschön. Klau dir mal aus dem Kasten da an der Seite einen Pinsel, bitte. Ich weiß gar nicht, wo ich meinen Pinsel habe. Wir haben ja hier alles Mögliche um uns rum mit beschrifteten Kisten Im Workshop-Raum, ja. im Workshop-Raum. Steht alles. Haben wir da gute Pinsel? Auch ja. Doch. Hier, nimm mal einen ganz normalen, also kein Borstenpinsel, sondern ein Langhaarpinsel. Ja, so einer hier Ja, habe ich. ja. Hast du. Acht. Guck mal eben. Nummer 8. Ja, könnte ein bisschen groß sein. Hier, nimm mal den. Nimm mal Nummer 3. Nummer 3, okay. Und ich nehme Nummer 5. So. Nummer 5 lebt. Jetzt nimmst du ein bisschen Wasser. Also, du musst jetzt ein bisschen gucken nach den Farben auf dem Designblatt. Dass also, das auch ein bisschen zusammenpasst. Ein bisschen zusammengehört, ja. Ja. Ist das jetzt der erwähnte Tuschkasten für Erwachsene? Ja, der so schön ist. Der so richtig schön ist. Also, sind wir haben ja unterschiedliche Marken davon. Einmal Ja. wirklich halt die Colirus, die sind aber eher glänzend. Das möchte ich aber zum Beispiel jetzt auf dieser Karte halt nicht, Ja. sondern wir gehen jetzt in die Mattenfarben. Und da habe ich. Pastellig, ne? Ja, genau, habe ich den von Vintage. Nein, ich kann das gar nicht aussprechen. Ich bin doch nicht der Englisch-Typ. Vintage Pastels. Genau, eigentlich total einfach, ne? Aber naja. Langer Talk. So, das ist ein Kasten, da sind 12 Farben drin. Und die sind alle matt. Du kannst super lange mit diesen Farben kommst du hin. Ja, sind sehr langlebig. Ja, total. Du nimmst jetzt ein bisschen Wasser. Ja. Wir nehmen jetzt, also ich nehme jetzt mal, wo ist denn mein Aufleger? Der ist ein bisschen braun-gelblich. Ja, genau. Ich Aber nehme jetzt erstmal die hier. Da. Warte. Nein, das ist nicht Terrakotta. Ist das Terrakotta? Nee, Terrakotta möchte ich nicht. Ich möchte die hier. Wie heißt die? Suit. Na gut, nehmen wir die. Also, du gehst mit deinem Pinsel ein bisschen rein Ja. und lässt es ein bisschen einwirken. Damit die Farbe ein Dass sie bisschen... aufweicht so ein bisschen. Ja, damit die Farbe schön quasi in den Pinsel reinzieht. Weißt du, so dass das Missverhältnis ein bisschen matschiger wird. Kann man das so sagen? Ja, doch. So. Auf dem Blatt tue ich dann meine ersten Farbkleckse rauf und sehe dann, wie viel Farbe da drin ist in dem Ach so, Pinsel. ja. Weißt du? Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Farbe. Das heißt, ich nehme ein bisschen mehr Wasser, verstreiche das und dann gehe ich einfach halt über mein weiße Blatt und tippe einfach nur rauf. Tippst nur auf den Pinsel und tupfst quasi damit dann Meine Sprenkel. die Sprenkel rauf, ja. Genau.
Einfarbig ist mir das ein bisschen zu langweilig. Das heißt, ich würde jetzt noch eine zweite Farbe dazu nehmen. Ja. Das ist jetzt die Karte nur, also nicht... Genau, nur den Aufleger in nur Weiß. den Aufleger nehmen in wir. Weiß, okay. Nur den Aufleger in Weiß. Ich würde jetzt noch vielleicht irgendwie ein bisschen ins Dunklere gehen. Weiß nicht, ob das passt, aber jetzt nehme ich einmal Stone Grey. Guck, das ist mir wieder zu doll. Grau, jetzt nehme ich noch ein bisschen Wasser dazu. Vermische das auf mein Auflegeblatt hier. Also praktisch Schmierblatt. auf meinem Schmierblatt und gehe dann nochmal leicht drüber. So, und das war's. Okay. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Also, wie ich jetzt so gesehen habe, du hast es mehr überwiegend am Rand gemacht, ne? Ja, weil dein Auflegeblatt Papier kommt ja noch drauf. Ja, eben, genau. Weißt du? Dann Deswegen ist der ja dann verdeckt. Genau. Ja, ich würde auch das Suit nehmen. Weil das passt hier bei meinem Motiv dann auch zu dem Pulli. Ich habe hier so eine große Maus mit einer Torte in der Hand und die Maus hat so einen Pulli an. Ja, meine streckt sich und hat eine Blume über sich. So ein Blumentopf oder sowas, ne? Nee, eine Blume. Siehst du? Ach, das ist die, okay. Das ist die. Ich mag den Pulli, der ist so schön gelb. Ockermäßig. Ja, da kann noch ein bisschen Mehr Wasser, ne? mehr Wasser, Ja. ja. Noch ein bisschen, oder? Nimm mal meine Größe. Vielleicht ist der Dreier ein bisschen zu Zu fein. ja. Genau, jetzt gehst du nur noch ins Wasser. Mhm. Und verschmierst es da auf deinem Schmierblatt. Boah, du hast ja große Sprenkel. Stopp, nicht so viel. Nicht so viel. Nicht so viel. Nicht so Okay. viel. Jetzt hast du nur noch Punkte auf deinem... Ja, auf stimmt. deinem- Und dann würde ich sagen, was nehme ich denn noch? Weiß nicht. Willst du sonst ins Blau oder du nimmst Terrakotta? Das würde da ganz gut passen, ja, dann glaube nimm ich. du Terrakotta. Dann nehme ich mal Terrakotta. Erstmal ein bisschen aufweichen. Genau. Also eigentlich, man kann das auch so machen, dass du einfach also Wasser in die Farbe rein tust, ein bisschen wartest und dann das von alleine ziehst. Ich bin aber ja so ein kleiner Spielkind, ne? Ich mag das dann ja da ein bisschen rum zum Manchen und das mitzuerleben, wie sich das verbindet. So wie mit den Pasten. Ja, Das macht ja da auch so unheimlich Spaß. ja. Ich glaube, so geht das. Genau, ganz, ganz vorsichtig. Ja, und reicht. So, ja. Genau. Das packen wir jetzt erstmal beiseite und lassen das schön trocknen. Eigentlich brauchen die nicht so lange. Aber ich mach das mal gerne zum Anfang. Ja, Das ist erstmal weg. gut. Das haben wir. Dann nehmen wir unseren Auflege-Maus-Ding wieder. Ja. Nehmen uns 3D-Puffer. Also Pads heißen die. Ach, die kennt man so vom Fotoalbum noch von früher. Die hat man aufs Foto auf der Rückseite geklebt, damit sie dann im Album halten. So ähnlich sind Genau, die. Ne? aber für uns ist es jetzt ein Abstandhalter. Die Pads, die wir damals von Fotoalben kennen, die sind halt sehr flach. Ach so, und die machen so einen 3D-Effekt so ein Genau, bisschen. und die setzen jetzt seinen Aufleger einfach halt hoch. Okay. Ja? Ich leg dir mal deins hier hin. Ich Ja. nehme meins hier. Also einmal schon umdrehen, den Aufleger mit dem Motiv drauf. Und dann gehst du nicht ganz in die Ecke, aber so ganz. Also, was sind das? Ich glaube, ich habe circa 4-5 Millimeter Abstand. Damit, wenn du die Karte irgendwie nachher halt hast, dass du nicht die ganz so schnell einfach halt da unter siehst. Ja. Gut. Und dann einfach in jede Ecke Ja, oder mittig auch noch. mittig auch. Also ich mache erstmal in jede Ecke und guck, wie groß die sind. Also wir haben jetzt die größeren Pads genommen. Nicht die kleinen. Ja, Und dann was haben die? setz ich- Zentimeter ungefähr sind die, ne? Ja. Zentimeter mal Zentimeter. Ja. Das ist gut gemessen, ja. So, ja. Ja. Dann gehe ich noch in die Mitte am Rand. Also senkrecht so quasi runter in die Mitte. So. Ja. Und dann setze ich sie noch einmal in die Mitte. Also ich nehme mir 2 und wir haben jetzt ja Und dann quasi hier in die 2 Lü- Quadrate. Ja, okay. Genau, und setze da einmal in die Lücken die nochmal rein. Dass wenn jemand vielleicht wirklich halt darüber geht und das nicht gleich wieder einwölbt. Einwölbt, genau. Das wäre nicht so cool. Gut. Gut, dann guck mal bitte, ob dein weißer gesprenkelter Kartenaufleger trocken ist. Skeptischer Blick. Nein, noch nicht. Nein? Dann wedel und puste. Erinnert so ein bisschen an Polaroid. Ja, stimmt.
Aber das Schöne ist einfach halt, mit diesen Sprenkeln ist dein Hintergrund nicht so leer. Ja, das Weißt stimmt. du? So. Das wertet dann nochmal diesen Hintergrund ein bisschen mit auf. Ja. Vor allem, weil du dann Farbtöne, deswegen haben wir ja jetzt Farbtöne genommen, die in diesem Motiv vorkommen. Ja, das ist gut. So, ich glaube, ich kann. Du kannst? Okay, also. Dann ziehen wir jetzt die Schutzfolie von den Puffern ab oder wie geht's jetzt weiter? Also den weißen Kartenaufleger, den drehst du einmal um. Ja. Und dann arbeite ich immer super gerne mit doppelseitigem Klebeband. Also ich bin ein Riesenfan von doppelseitigem Klebeband. Ist ein bisschen aufwendiger, aber ich kann da am besten präzise mitarbeiten. Ja. Es gibt natürlich auch Klebemäuse, es gibt halt auch normalen Kleber, den du benutzen kannst, wie du Bock hast. Klebemäuse, sind das die roten, die du vor dir liegen hast? Genau. Die so aussehen wie so Tippex-Dinger? Genau, du hast vorne hier eine Kappe, nimmst da halt ab und dann kannst du schön über also über das Papier rübergehen. Ja. Und das hinterlässt dann einfach so einen Film oder richtig so ein Genau, Klebeband? das ist ein Film. Also das sind zum Beispiel so ganz, was siehst du an der Seite hier, sind überall kleine Striche. Ja. Die sind ganz cool, dabei du einfach halt schön um eine Kurve mitgehen kannst. Ah, okay. Weil wenn du eine Klebemaus hast, die durchgängig dieses Klebeband dir raufknallt, Ja. es ist halt, wenn du um eine Kurve gehst, dass du dann das nicht richtig mitzieht. Also Ach so. etwa hast du die Kurve oben, ist die zu weit auseinandergezogen oder unten Wird die so Ecke faltig ist, dann so, ist ne? genau. Und Ja. deswegen sind die eigentlich ganz cool, also die einfach mit den kleinen Strichen. Okay, ja. Also wie Alles du klar. möchtest. Also wie gesagt, einfach probierst mal die Klebemaus aus oder ich habe hier doppelseitiges Ich Klebeband. richte mich mal nach dir, ich würde dann auch das Doppelseitige. Alles klar. Dann kriegst du schon mal das angefangene. Ja. Ich reiß mal eben das neue auf. Also es ist jetzt nicht so wie beim Teppichverlegen, so doppelseitiges Klebeband von, weiß ich nicht, 8 cm Breite, sondern ja, das sind vielleicht 3 Millimeter, ne? 3. Und ich habe 6. Willst du lieber das größere? Nö, ich glaube, das geht. Ja, okay. Und knallrot ist die Schutzfolie. Ja. Aber tatsächlich benutze ich das Blaue. Aber das haben wir gar nicht im Shop. Ach so, okay. Also es gibt unterschiedliche Farben und das heißt dann, wie doll das klebt halt. Ja. So, dann setze ich halt also du ziehst ein bisschen von deiner doppelseitigen Klebeband ab Mhm. und setzt in der Ecke an. Ich versuche es mal lieber mit rechts. Ich bin ja eher Rechtshänder. Ich bin Linkshändler. Händler. Händler, dann würdest du links verkaufen. Ja, das tue ich bestimmt auch. Auch. So einmal so richtig dicht ran an Rand Ja. oder auch wieder mit ein bisschen Ja, Abstand? du kannst auch ein bisschen mit Abstand machen. Okay. Mhm. Also wie es dir gerade passt. Also und wie du es auch mit deinem Finger dahin kriegst. Ja, Das wird gerade ein bisschen unbeholfen. ein bisschen. Du kannst auch, wie gesagt, die Klebemaus benutzen. Vielleicht ist es einfacher für dich gerade. Ich glaube, jetzt habe ich es. Okay. So, dann setzt du halt an und ziehst einmal die Kante längs. Ja. Gehst mit dem anderen Finger so ein bisschen nach, damit es auch dahin geht, wo es hingehört. Mhm. Ja, genau. Und hinten an der Kante schneidest du dann einfach halt ab. Okay. Also wie gesagt, ich finde, man kann da sehr gut präzise mit in die Ecken halt reingehen. Das ist, Ja. ohne dass irgendwie was vom Kleber runter durchläuft und sowas halt. Also wie gesagt, ich liebe es, aber es ist auch jeder anders. Klebematerial Ja, klar. ist so Geschmackssache und wie man am besten damit arbeiten kann. Mhm. Genau, und jetzt gehen wir einmal das Rechteck rum. Kommst du klar? Ja, doch, ich glaube schon. Es ist ja flexibel, weil ich wäre jetzt fast ein bisschen drüber hinausgegangen. Aber das konnte ich noch zurückkorrigieren. Das ist gut. Und wir haben hier wieder eine steife Brise draußen. Oh, heute ist wieder so ein ganz komisches Wetter. Es hat gehagelt, es hat geregnet, Ja. es hat geschneit, es hat die Sonne geschienen. Der Regenbogen fehlte uns ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber hier in Norddeutschland sagt man ja auch, weil es ziemlich windig ist, Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Das stimmt. Oder vom Deich wehen. Oder vom Deichwehen, genau. Ja. So, du bist schon fertig, glaube ich. Ja, ich bin alles gut. Du hast ja auch eine gewisse Routine, sag ich mal. Ja. Also das ist echt so tagtäglich halt, ne? Ja, dann klar. Dann, Ich muss jetzt noch eine Seite. ich hatte zum Anfang auch da Probleme mit. Dann war ich erst wieder ein bisschen davon weg und dann wieder doch. Aber ich bin echt, ich kann da echt am besten mitarbeiten.
Aber wie gesagt, andere nehmen Heißklebepistolen, andere nehmen normalen Kleber. Andere nehmen nur diese Klebemäuse. Oder ein Prittstift oder sowas. Prittstift, Tombow, Nuvo, wie sie alle heißen. Ja. Ja. Jeder wie es ihm beliebt. Wie es mag. Ja. So. So. Jetzt ziehen wir nur, warte, müssen wir mal gucken, ist ja senkrecht quasi unser Motiv. Ja. Wir ziehen die langen Seiten ab. Okay. Nur die langen Seiten. Gut. Also praktisch halt die Folie von dem doppelseitigen Die Schutzfolie, Kleber. ja genau. Das haben Hast wir. du auch? Ja. Gut, jetzt nehmen wir uns Nylongarn. Ah. Jetzt kommt unser Tüdelband. Oh, wollen wir mal hier ein bisschen hier aufräumen. Das ist so schnell, dass immer alles voll steht. Ja, das hatten wir ja schon mal angesprochen. Ja. Das ist ratzfatz und dann weißt du nicht mehr, wohin Ja. damit und das brauche ich gleich noch. Und Richtig. dann stehst du da. Stehst du da. Ich halte mal eben kurz über und rüber. Ja. So. Aber nimmst du jetzt irgendwas Farbiges oder was Neutrales? Irgendwas Schönes. Ich meine, also das ist eigentlich schon genug Farbe. Ich glaube, was Neutrales Also ist wenn, ganz dann gut. könntest du nur so ins Braun gehen, so ein schlichtes Braun. Ja. Warte, stellen wir mal ab hier. So, wir haben ein bisschen Platz gemacht. Naja, eigentlich nicht, aber wir stellen einfach drauf. Zeig doch mal deinen Aufleger. Ich zeig dir mal meinen Aufleger. Ja, ich würd vielleicht das mal. Halt mal Das ran. Braun. Wir haben jetzt einen Braun, also ich weiß nicht, welche Farbe das ist. Nee, halt du mal ran. Guck mal, ob dein Braunton da ein bisschen zu dir passt. Der würde passen. Der würde zum Kuchen passen. Ja, das ist doch die Hauptsache. Dann nehmen wir das doch. Ich mag Kuchen. So, ich hätte eigentlich auf ein Gelb tendiert, aber ein Gelb habe ich hier gar nicht. Ansonsten Creme oder so. Ja, ich habe auch gerade überlegt. Guck mal hier. Aber ich glaube, das ist Zink. Ich liebe Zink. Ja, Ist okay. Ist okay. Du nimmst also Zink. Ja, Zink erkenne ich. Ich auch. Ich arbeite jeden Tag damit. Ja, ich auch. Aber anderes Material. Das stimmt. So. Okay, dann ziehen wir ein bisschen ab. Ja. Gut abziehen. Ja, das ist okay. Das ist okay. Das Ja. ist okay, junger Mann. Und abschneiden. Gut. Genau. Schnapp. So. Hast du? Ja. Okay. Band nähen. Ja. Schön am Anfang so ein bisschen. Ich glaube, wir haben jetzt gut. Oh Gott, was ist das denn? Wir haben, glaube ich, ein bisschen zu viel abgeschnitten. Also ich habe jetzt hier einen knappen Meter. Nicht ganz. Ja, ich auch. Das ist viel zu viel. Aber ist okay. Du nimmst das erste Stück, nimmst ein Stück weg. Ja. Ja, genau. Ja. Und legst es dann quasi in dem also wir haben den Aufleger, den weißen Aufleger jetzt abgezogen. Die Klebestreifen gucken nach oben. Mhm. Und jetzt nimmst du das untere Drittel Ja. und legst da dein Garn drauf. Okay. Ist das untere Drittel? Habe ich das gut erklärt? Also ist es das? Ja, das ist das untere Drittel. Okay. So. Hast du? Ja. Klebt jetzt ja hier ganz gut. Nimmst deinen Kartenaufleger in die Hand. Ja. Oh, warte, meine ist abgegangen. So. Und wickelst das nochmal rum. Ist aber jetzt auch ein Gefummel, ne? Ja, das ist natürlich. Wir basteln ja auch. Sind ja hier nicht im Kindergarten. Nein, Scherz. Ist gut. So. Hast du? Ja. Gut. Dann ziehst du jetzt die anderen beiden ab. Die anderen beiden Klebestreifen. Ach so, ja. Folien. Und jetzt wird es richtig schwer. Also etwa machst du vorne jetzt schon einen Knoten vorsichtig rein. Also praktisch halt, wenn du es in der Hand hältst, kannst du mit dem Garn einen Knoten reinmachen. Ja. Oder du versuchst es jetzt wirklich schon auf deine Karte rauf zu kleben. Ah. Ich nehme den mal weg. Er baut sich auch schon voll. Ja, ich baue mich hier auch schon voll. Und dann. So. Genau, So, schön ne? ansetzen oben. Jetzt wird's spannend. Ja, deswegen ist es. Einfach machst du vorher den Knoten rein. Oder du versuchst es wirklich halt so. Meistens geht es auch. Ja, ich glaube, ich hab's. Das sieht gut aus. Es fühlt sich, also man denkt, es ist schwieriger und dabei ist es eigentlich gar nicht so.
Nö, das Jetzt ging. ziehst du das Band ein bisschen fest, aber vorsichtig nicht, dass du das in das Papier reinsäbelst, also reinschneidest. Ja, Merkst du es? ja. Weil das geht eigentlich auch relativ gut, dass du dann noch ziehen kannst. Und dann machst du dir einen Knoten. Okay. Also einen normalen Knoten und dann also einen Doppelknoten quasi. Ja, okay, Ja, gut. damit das schön fest ist. Ja. Hier. Geht? Ich hoffe. Bin, wie gesagt, ein bisschen gehandicapt. Ja. Soll ich dir einen Finger leihen? Ja, bitte. So in die Mitte? Schön in die Mitte? So, ja. Ja? Okay. Gut. Und Man glaubt gar nicht, wie wichtig doch so ein kleiner Finger sein kann, ne? Wenn man sagt, den braucht man nicht, aber wenn Hast er du? dann, ja, ja, aber wenn er dann mal gehandicapt ist, dann merkst du das das. stimmt. So noch ein bisschen ziehen. Moment, ja. So, Ja? Ja. Ja. Und dann schneidest du das übrige Band einfach ab. Ach so, okay. Weil darüber kommt jetzt ja der Kartenaufdruck. Ja, gut. Mit So ein bisschen, nee, nicht so dicht wie möglich, ein bisschen Abstand. Mhm. Also ich würde auch so 3-4 Millimeter. Nicht, dass er sich löst und dass du dann, dass es Ach so. unter wieder Ja, aufgeht, gut. weißt du, nur Ja. durch die Bewegung. So hat er ein bisschen Spielraum. Bisschen fest ist er dann. Gut. So, das haben wir auch abgeschnitten. Das haben wir auch. Gut, dann kannst du jetzt von deinem Designpapieraufleger hinten diese von den Klebepads die Dinger abmachen. Die Folien. 8 Stück an der Zahl. Gut, dass ich mir heute noch nicht Fingernägel geschnitten habe. Ja, ab und zu sind die wichtig. So, Ja? ja. Ja? Ja. Okay, sehr schön. Guck mal. Ja. Hübsch. Ja. Normalerweise könntest du es, also du hättest auch vorher auf diesen Kartenaufleger schon was stempeln können. Ja, ja, stimmt. Hier Hättest du? damit- Das kannst du jetzt nicht mehr machen, weil da ja die Klebepads unter sind. Jetzt hast du ja einen Puffer drunter. Genau, jetzt könntest du das so machen, dass du etwa ein kleines Label rübersetzt oder ein Banner drauf machst. Oder es gibt ja halt auch, was wir auch ganz hier im Shop haben, diese Bundles, wo du einen Schriftzug mit Stanze gleich dabei hast. Ach so. Also ich meine, den stapelst du und stanzt das halt dann aus und dann kannst du das einfach rüberkleben oder auch mit kleineren Klebepads wieder raufsetzen. Um das nochmal hervorzuheben. Genau. Ja, oder man könnte jetzt auch einfach mit einem schönen Stift oder Füller jetzt auch handschriftlich was Schönes. Genau, du Zum musst nur Geburtstag aufpassen, oder so. weil du jetzt ja nicht mehr also du hast ja Das- keine ja, glatte ja. Auflage halt, ne? Also am besten wäre eher so in Richtung Filzstift, sag ich mal, oder irgendwas, was halt nicht so viel Gegendruck braucht. Genau. Kugelschreiber ginge zum Beispiel nicht. Nee, das wäre jetzt nicht so gut. Das wäre jetzt nicht so gut. Aber süß ist sie geworden. Die ist schön. Also, wenn du Bock hast, wir haben ja noch Stempel liegen. Ich bin ja so, ich stempel auch was und schneide es dann auch gerne einfach halt aus und klebe das dann drauf. Ja. Ja. Oder Das ich können wir laufe machen. schnell ins Lager und holen uns ein Bundle. Dann würde ich gerne mal sonst so ein Bundle angucken. Ja? Dann laufe ich mal eben los. Wenn du laufen magst, gerne. Nee, eigentlich. Eigentlich nicht. Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. So. Oh, ich habe nicht das gefunden, was ich suchte, aber ich habe jetzt Hey Du mitgebracht. Hey, hey du, hey du. So. Warte, einmal aufmachen. Ich überreiche. Vielen Dank. Aha, jetzt verstehe ich das auch. Das Genau. heißt, du hast in den Umriss des Stempels noch die Stanzen dazu. Ja. Ja, Die das ist natürlich auch nicht schlecht. Mal hier ein bisschen eben Müll wegräumen. Das drehe ich hier durch. Ja, das heißt, du kannst stempeln und halt dann wirklich halt sauber dann mit der Stanze drum herum gehen. Bin kurz weg. Damit du einfach halt einen schönen, sauberen Aufleger halt hast. Ja. Gut. D.H. Also das heißt, dann stempel ich jetzt erst. Dann kann ich ja jetzt den Bogen hier am besten nehmen, Ja, oder? genau, kannst du. Es gibt auch Leute, die erst stanzen und dann darauf stempeln. Ich bin Ach so. andersrum. Ja, ich würde, glaube ich, auch stempeln Ja. und dann die Stanze dann drauflegen und geben. Dann probier aus. Ja, ich denke halt so, Was passt drauf? was passt drauf?
Ja, man muss es ja nicht gerade, man kann es ja auch zum Beispiel ein bisschen schräg. Ja, Dann würde ich aber ihn- zum Beispiel an der Seite, also ich hätte jetzt dieses Hallöchen, finde ich auch ganz witzig. Das Hallöchen hat was, ist einfach so, finde ich auch ganz, ganz Ja, knuffig. ja. Oder, deswegen sage ich so wegen schräg, schön, dass es dich gibt, weil das ist doch ziemlich groß. Das ist sehr groß, ja. Nee, dann nehme ich doch lieber, ich glaube, ich nehme einfach so. Ja, mach das. Zieh raus, Stempel. Stempelfarben habe ich dir hier ein paar hingelegt in so ein Wald-Erdtönen. Und hast du ein bisschen Jetlag vom Wochenende? Wir hatten ja jetzt ja am Sonntag, also heute ist Montag bei der Aufzeichnung und wir hatten ja gestern oder in der Nacht von Samstag auf gestern Zeitumstellung. Nee. Eins ist mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen. Wir zeichnen jetzt hier gerade auf und es ist knapp 19 Uhr und es ist noch hell. Das stimmt. Das ist total schön. Ich habe heute auch morgen überlegt, ob ich mit dem Fahrrad fahre. Aber Ja. ich wusste nicht, wie dunkel oder hell das ist, wenn wir hier fertig sind. Deswegen dachte ich, lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Habe ich mich dagegen entschieden. Also ich habe es eigentlich ganz gut überstanden, ohne Ja. Jetlag, die Zeitumstellung und dafür ist es jetzt abends schön hell. So, ich habe den schon mal auf den Acrylblock geklebt. Mein Spruch einfach so. Jetzt hast du hier Versa Fine Clair hingelegt. Ja. Und da würde ich dann auch wieder sagen, wir haben jetzt hier ein paar dunklere Töne. Wir haben hier einmal Chianti oder Chianti, so ein lila Pinecone. Das wäre, glaube ich, mein Favorit, weil das geht ins Bräunliche. Dann haben wir unser Falling Leaves wieder hier. Ja, das mag Und ich ja. Nocturne. Also farblich wäre ich, glaube ich, auch hier bei den... Bei dem Braun, ne? Ja. Bei dem Pinecone. Ich denke auch, das passt da am besten zu. Klar, man könnte jetzt auch einen richtigen Kontrast setzen und entweder dieses Chianti oder Chianti nehmen Ja. oder das Nocturne. Aber es könnte auch zu hart werden. Ne? Ja, genau. Deswegen nehmen wir dann mal das Braun. Über was für eine Karte würdest du dich eigentlich freuen, so als Mann? Du kannst Fragen stellen. Hä? Natürlich. Nein. Naja, es ist ja oft schwer. Frauen ist eigentlich halt, klar kannst du auch fragen, so als Frau, so typisch, ja, was möchtest du als, weißt du, so für eine Karte haben? Und ich glaube, das geht genauso auseinander wie bei den Männern. Aber ich glaube, dass Frauen es einfach, egal was du machst, mehr, also anders wertschätzen als ein Mann. Ja, Wenn man dann ja. quasi, glaube ich, halt einem Mann so eine Freude machen möchte mit einer Karte, überlegt man halt schon 5-mal, weil es einfach viel schwieriger ist, dann quasi ihm dieses Lächeln, dieses Strahlen zu entlocken, als bei einer Frau. Also ich mag zum Beispiel halt so wirklich so flotte Sprüche drauf oder ich hatte mal eine Karte, also gekauft natürlich, Ja. aber eine Karte gekriegt, die war komplett voll mit Wackelaugen. Fand ich witzig, mache ich. Oder eins, das war mit so einem Hologramm, Ja, also fand ich, oder mit so einem Wackelbild drauf, das Ja. war dann ein Smiley, der entweder gegrinst oder ein Küsschen gegeben hat. ja. Sowas finde ich witzig. Damit kann man mir eine Freude machen. Aber du wärst ja definitiv jetzt nicht zum Beispiel der Fußballtyp. Nein, dadurch, dass ich mit Fußball ja gar nichts am Hut habe. Nee, und da zum Beispiel könnte ich meinem Mann oder meinem Sohn einfach zum Beispiel eine mega große Freude mitmachen. Aber ich glaube, meine Tochter, die steht gerade im Moment so auf Formel 1, ich weiß nicht warum. Wenn man da zum Beispiel auch so ein Rennauto drauf machen würde, würde Klar. sie vielleicht bestimmt auch freuen. Auf jeden Fall, das denke ich auch. Ich glaube, da geht das aber auch total auseinander. Bei Männern genauso wie bei Frauen. Klar, Genauso wie Geschmäcker bei sind Kindern. verschieden. Ja. So, meinem Sohn zum Beispiel würdest du auf jeden Fall mit einer Minecraft-Karte eine Freude machen. Oder von Ja. seinen Lieblings-YouTubern Ich oder glaube, das so. ist auch ein bisschen individuell, weißt du, was du für ein Typ, glaube ich, einfach halt bist. Weil ich habe ihm zum Beispiel ein Kissen von einem seiner Lieblings-YouTuber geschenkt und da war eine Autogrammkarte dabei. Die Autogrammkarte war ihm sogar fast wichtiger als das Kissen. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber an sich ist es ja so dann schon, dass du eher so auf die humorvollen Karten dann gehen würdest. Ja, Ja. auf jeden Fall. So kann man es gut ausdrücken, glaube ich. Das stimmt. So, Gestempelt hast du? gestempelt habe ich. Ach, ich könnte ja auch mal stempeln, ne? Wenn du durch bist, dann kann Ja, ich ich hab- stempeln. Warte. Gib dir schon mal den Block. Danke. Möchtest Glaub du ich nehme auch, glaube ich, die Farbe. Ich glaube, die passt auch bei mir ganz gut. Ja. Und ich gebe dir einmal die Dankeschön. Stempel. So. Jetzt musst du bei denen mal ein bisschen gucken, welche Stanze denn zu dir gehört. Ja, ich habe sie schon gefunden. Hast du schon? Ja.
So mit Umrandung und sowas, das ist so ein süßes Suchspiel jetzt gerade gewesen. Doch. Aber fandest du das jetzt schwer? Also das jetzt so zu erkennen, Nein. welche Stanze zu dir gehört? Nee. Weil das ist so das zweitkürzeste Wort. Oder drittkürzeste. Ich finde, man macht so ein Ausschlussverfahren, ne? Das auch. Das kann man, glaube ich, ganz gut. Ach so, die sind auch alle miteinander verbunden. Irgendwie. Ja, die kannst du gerne auch alle so einmal durchnudeln. Wo habe ich denn mein Blatt Papier? Da, guck mal, da ist mein Blatt Papier. Ich habe jetzt Hallöchen genommen. Fällt mir der Acrylblock runter. Kommst du klar? Ich versuch's. Okay. So, Hä? den hab ich. Mach gerade mal inzwischen die Stempel sauber. Deswegen sprühe ich hier gerade drüben. Ja, das muss ja nun mal auch sein. Ja, zwischendurch. das muss. Na, hast du sie? Nee. Also meine hab ich. Du hast deine. Ach, du suchst meine. Ich such deine. Ach, das ist ja nett. Kann eigentlich nur die sein. Eigentlich habe ich auch eine kurze. Ich hab Also sie relativ kurze. sind alle miteinander noch verbunden durch die Herstellung. Das hat so ein bisschen was von diesen Flugzeugklebesätzen. Ravel oder wie das früher hieß. Oh, da bin ich raus. Modellautos Da und bin ich echt Flugzeuge raus, und so. ja. Das müsste eigentlich der sein. Danke. Bitteschön. Ja, Marion ist zum Beispiel, der lässt die alle zusammen, kurbelt die alle durch und Ach so. dann nimmt sie einfach halt, also dann stempelt sie halt dann da drauf. Aha. Ja gut, das Aber geht natürlich auch. Ich bin, ich habe immer, also, wie soll ich das sagen, das Papier haut mir immer halt ab. Ja. Dann klebt es halt nicht richtig, nee. Also ich bin einfach echt so der andere Typ. Aber da ist jeder anders und wie er es am besten einfach halt echt kann, ne? Klar. Da würde ich wieder dir das Masking Tape wieder rüberschieben. Du kannst es auch mit Washi Tape machen. Wie gesagt, falls du ein Washi Tape Dankeschön. hast, was jetzt irgendwie nicht so du mir brauchst. Hast du? Ja. Hast du. Ja, dann kurbel mal durch. Magst du mir mal das Sandwich reichen? Das ist ja auf meiner Seite. Dankeschön. Ja, ich kurbel ja immer wieder so, weißt du, erstmal hin und immer Vor und zurück. zurück. Dann muss ich nicht ganz da hinten Ja. rübergreifen. Ich versuche das auch gleich mal. Bin ja in einigen Dingen auch sehr faul. Na, das heißt nicht faul, sondern bequem. Klingt, Nee, faul. Es klingt netter. Es klingt netter. Das klingt netter, ja. Achso, bei dem Masking Tape kleben kann ich euch nur so empfehlen, immer quasi halt die Stanze zu kleben und dann den Rest von dem Klebeband quasi nach außen wegfallen zu lassen, damit du gar nicht das auf den gestempelten bzw. ausgestanzten drauf hast. Dann kann dir das auch nicht so schnell reißen, falls Ja, so, es wieder... so hatte ich das jetzt auch. Genau, du hast es nämlich auch so gemacht. Ich denke, gehst du lieber auf Nummer sicher. Genau, und dann reißt dir das nämlich nicht so schnell weg. So, ich überreiche dir Feierlich, feierlich das Sandwich. herzlichen Dank. Oh, jetzt habe ich eine Platte vergessen. Ah, auch die dünne. Da steht die. Ja, weil meine Stanzmaschine tatsächlich gar nicht die unten hat. Ach so. So, ich habe jetzt zum Beispiel hier das jetzt so gestanzt, dass es eigentlich oben ziemlich dicht an der Schrift ist. Und dadurch hat jetzt das Ausgestanzte so eine Art Schattierung. Ja, Das stimmt. Weiße. Also Das es stimmt. ist jetzt nicht, dass es schief ist, sondern es ist eigentlich, als wäre es so gewollt als Effekt. Ja, Schön. Und wie befestigen wir das jetzt am besten? wie gesagt, einfach machst du das einfach mit einem Klebestift, dass du da hinten einfach ein paar kleine Klebepunkte drauf machst mit deinem Klebestift und dann da das raufsetzt. Ja. Oder du nimmst jetzt kleine, ganz kleine Klebepunkte, also Pads, und setzt es dann halt drauf. Aha, okay. Da wir jetzt nur die großen haben, könntest du jetzt auch ein Skapell nehmen und das einfach halt dir so abschneiden, wie du es halt brauchst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Gut. Ich hab eins, falls du eins brauchst. Ich glaube, das versuche ich mal. Du kannst aber auch, wie gesagt, gerne mit einem Klebestift das machen. Also wie du möchtest, je nachdem, wie es aussehen soll. Nee, ich Guck. glaube, so im Vor finde ich ganz gut. Ja? Ich schneide mir mal so ein Pad hier auseinander. Ich mache es erstmal so. Ja, ist nicht mehr das Beste. Ich muss die Klinge tauschen. Ja, da kann ich auch einen Kochlöffel nehmen hier. Ja, ich weiß. So. Das könnte tut da mir ja passen. leid. Und das könnte da passen.
Jetzt wird's filigran hier. Du kannst aber auch den Klebepunkt auf ein Skapell lassen und Ah, kannst ja. es rüberziehen. Also praktisch halt. Oh, aber dick geschnitten. Da kommt der Mann durch. Grob. Ja. Ich Gib's zu, Ich komm. schweige, ich schweige. Aber wie gesagt, ich lasse die Klebepunkte immer am Skapell dran und gehe damit rüber. Und dann kannst du ganz genau sehen, wo das hin soll und wo nicht. Weil so süße Finger habe ich dann auch nicht, dass ich das so hinkriege. Nee, ich tue mich da auch gerade ein bisschen mit schwer. Aber es wird. Glaube ich. Hoffst du? Hoffe ich. Weiß nicht. Da. Genau, jetzt einfach schön raussetzen. Guck, wo es am besten passt. Ich glaube, ich würde es so machen. So ein bisschen schräg. Bisschen hier oben, wo so viel Weiß auf meiner Karte ist. Ja, Tada! einfach so. Hast du eine Karte gemacht. Schön. Sieht Gefällt wirklich mir. schön aus. Die ist echt schick geworden. Gut, ich muss Gefällt mal mir. meins auch hochsetzen. Da. Also, ich würde jetzt tatsächlich, also so meine finde ich habe ziemlich viele Sachen zu Hause und es gibt halt diese Pads, die sind jetzt 2 mm hoch. Ja. Und es gibt die auch in 1 mm hoch. Gibt es die Also, auch höher noch? Die gibt es auch in 3 mm. Okay. Die haben wir selber aber tatsächlich nicht. Also weder 1 mm noch 3 mm haben wir. Ihr habt wir nur haben nur zwei. die Zweier. Aber mir persönlich, wenn ich jetzt zu Hause wäre mir der Zweier zu hoch. Ja. Also es Okay. ist aber so ein Gefühlsding. Ja, gut. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also wenn du das jetzt, also es sieht gut aus. Ich will das nicht schlecht reden. Um Gottes Willen. Echt nicht. Persönlich würde es, aber eine Stufe tiefer würde mir besser gefallen. Okay. Ja, gut. Das Weißt ist du, wie auch ich wieder meine? Geschmackssache. Ja, klar. Ja, also es ist wirklich halt so das sind dann so diese Geschmäcker. Wirklich halt Eben. Geschmäcker, gefühlsmäßig einfach halt so, Man fühlt sich selber damit wohler. ja. Ah, okay. Du schneidest da richtig so ganz schmale Streifen nur aus. Ja, ich bin da. Aber es ist auch so, woher willst du das auch wissen? Weißt Ich du, habe wie jetzt meine? einfach so grob ausgeschnitten, sage ich Genau. mal, wie ich dachte, so passt es genau drunter. Genau, und es passt ja auch drunter. Das passt ja auch, genau. Das passt ja auch. Also es ist ja nichts falsch, was du gemacht hast. Definitiv nicht. Meine sind auch drauf. So. Und dann auch, also praktisch, ich gehe dann wirklich mit dem Skapell an den einen Klebepunkt. Ja, dann hast du Dann das klebt ganze, das schon und den dann ganzen kann Ausschnitt ich- dran. Genau, dann kann ich ganz genau sehen, wo ich es hinhaben möchte. Tada! Tada! Sind unsere Karten fertig. Ist doch hübsch. Ich finde, und eigentlich geht das relativ schnell und sie sehen sauber und ordentlich aus und kannst du super jedem in die Hand drücken. Ja. Die jetzt zum Beispiel, also die wir gemacht haben, du hast Hallöchen als Schriftzug, ich habe einfach so, da braucht man auch nicht mal einen Anlass für. Nee, Da könnte man jetzt auch, wenn man jemanden nach 12 Jahren das erste Mal wieder besucht, richtig. schön. Das hat ich Spaß gemacht. Das ist schön, das freut mich. Aber jetzt habe ich das auch wirklich mal vor Augen, was du halt immer predigst, der Tisch ist voll. Und nicht nur der Tisch, sondern unterm Tisch ist hier alles rundherum verteilt, weil wir das brauchten, dann Schneidbretter, dann die Papiere, das Schmierpapier, die Schablonen, die Stempel, den Big Shot, also die Stanzmaschine. Aber Also- es würde auch anders keinen Spaß machen. Ja, und vor allem, du brauchst das. Es ist genauso bei einem Heimwerker zu Hause an seiner Werkbank. Ja. Da liegt auch Ja, alles angerümpelt Richtig, herum. aber ich meine, du könntest jetzt ja auch anfangen, du hättest auch schon zwischendurch halt dann das wieder was wegräumen können. Ja, bla, bla. natürlich. Aber das machst du nicht, weil du bist ja denn in deiner Karte Du bist im fokussiert. Fokus, ja, genau. Genau, und von daher liegt das halt dann einfach halt drum. Und außerdem, dann räume ich lieber alles auf einmal dann weg. Ja, wie gesagt, es ist aber auch so, ich habe das so oft, dass ich dann irgendwelche Sachen suche und die liegen vor meiner Nase. Aber ich habe dann so viel auf dem Tisch, dass ich sie einfach nie sehe. Ja, gut, das aber kann es ist natürlich halt, passieren. Das ist halt dieses Basteln. Das Klar. finde ich, macht das einfach halt viel aus. Dieses Rumwühlen und und wirklich halt fokussiert auf diese Karte. Und Hauptsache, es ist irgendwo beiseite. Eben, und weißt du, wenn, du scheiß so, drauf, wenn du so bla. im Fluss bist, im Flow bist, dann Ja. will man das jetzt auch nicht durch Wegräumen unterbrechen. Nee, und jetzt hätten wir ja Zeit, ne? Karte ist fertig. Genau. Ja, und dann kann man es wegräumen. Ja. Sehr schön. Was schwebt dir denn sonst zum Beispiel nächste Folge vor? Gute Frage, nächste Frage. Also, ich hatte das auch mal so in die Community mal gefragt.
wir lassen es einfach mal als Rätsel offen. Okay. Also wir haben einige Anfragen bekommen über die Community und da suchen wir uns einfach mal was raus. Alles klar, dann machen wir das. Sehr schön. Dann wieder vielen Dank fürs Zuhören. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, hat's wirklich. Ich hoffe euch auch. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Wünsche ich euch auch. Bis dann. Tschüss. Nun habt ihr das Ende dieser Podcast-Folge erreicht. In der kommenden Woche legen wir ein kleines Osterpäuschen ein und sind in der darauffolgenden Woche wieder mit einer neuen Folge für euch da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.